Nach einer Notgeburt wird ein erfolgreiches Model von ihrem Ehemann verlassen, der immer behauptet hatte, sie zu lieben, und ihre Bauchform wird durch die Schwangerschaft verändert. Monate später treffen sie sich wieder, und als er ihren neuen Look sieht, fleht er auf Knien, um sich mit ihr zu versöhnen. Cecilia war auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit und Karriere. Mit 25 Jahren war sie eines der bekanntesten Models des Landes. Ihr Bild schmückte die Cover der renommiertesten Magazine und sie war das Gesicht zahlreicher erfolgreicher Werbekampagnen. An diesem Abend fand eines der meist erwarteten Mode-Events des Jahres statt. Kaum hatte sie den Laufsteg verlassen, wurde sie von ihrem Mann und Manager Carlos empfangen, der sie enthusiastisch umarmte. »Du warst atemberaubend, mein Schatz«, lobte er und zeigte ein stolzes Lächeln. »Danke, mein Liebster. Aber ich gebe zu, ich war schon nervös, dass es endlich vorbei ist. Ich habe riesigen Hunger«, sagte sie lachend, während sie ihre Hand auf ihren Bauch legte. Er lachte kurz und antwortete, »Nun, das war notwendig, oder? Du musstest deinen Körper in bester Form zeigen. Jetzt kannst du etwas essen.« Als sie zu Hause ankamen, stellte Carlos einen Salat vor Cecilia, während er sich selbst eine großzügige Portion Spaghetti servierte. Das Model warf einen Blick auf seinen Teller und konnte sich den Kommentar nicht verkneifen. »Carlos, nur Salat? Ich verhungere. Das reicht nicht.« Er seufzte tief. »Der Laufsteg ist vorbei, aber es kommen noch viele weitere. Du musst die Diät einhalten und dich zurückhalten. Unsere Karriere hängt davon ab.« In diesem Moment atmete Cecilia tief durch und entschloss sich, etwas anzusprechen, was sie schon lange beschäftigte. »Liebling, ich muss dir etwas sagen. Ich habe darüber nachgedacht, die Laufstege zu verlassen. Du weißt, dass ich immer davon geträumt habe, Mutter zu werden. Dafür muss ich mich gut ernähren und meinen Lebensstil ändern. Ich möchte eine Familie mit dir aufbauen.« Ihr Mann lachte laut, als hätte er das Absurdeste auf der Welt gehört. »Du scherzt doch. Cecilia, du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere und verdienst viel Geld. Glaubst du wirklich, es lohnt sich, alles aufzugeben? Eine Schwangerschaft wird deinen Körper ruinieren.« Cecilia versuchte zu zeigen, dass es Alternativen gab. »Liebling, es gibt andere berufliche Möglichkeiten. Die Laufstege sind nicht alles.« Doch er unterbrach sie mit einem entschlossenen Ton. »Nein, Cecilia, wenn du ein Kind willst, dann erst nach den 40. Bis dahin genießen wir diesen Körper, den Gott dir gegeben hat, und verdienen damit.« Sie blieb still, doch sie spürte, wie ihr Mut mit jedem Tag schwand. Die strenge Diät, die Carlos ihr auferlegt hatte, war so hart, dass sie zwischen Erschöpfung und ständigem Hunger mehrmals vergaß, die Antibabypille zu nehmen. Kurz darauf begann sie, häufige Schwindelanfälle und Übelkeit zu spüren. Sie sprach mit ihrem Mann über das Unwohlsein, der ihr einen Proteinriegel reichte und sagte, »Iss das, bald wird es dir besser gehen. Wir müssen diesen Körper makellos halten.« Doch dann, während eines entscheidenden Laufstegs, passierte etwas Unerwartetes. Cecilia fiel vor allen in Ohnmacht. Sie wurde hastig ins Krankenhaus gebracht und erhielt eine überraschende Diagnose. Sie war schwanger. Sofort durchströmte sie eine riesige Freude, während Carlos bleich und schockiert war. Er wusste, dass das gesamte Einkommen von den Verträgen und den Laufstegen seiner Frau kam, die er sorgfältig verwaltete. Für ihn war die Schwangerschaft das Ende von allem. Kaum waren sie allein, starrte er sie wütend an. »Das hätte nicht passieren dürfen. Du hast einen Fehler gemacht.« Dann öffnete er seine Tasche, nahm eine Pille heraus und reichte sie ihr. »Nimm das, es wird das Problem lösen.« Cecilia nahm das Medikament und las die Verpackung. Ein Schaudern überkam sie. Carlos wollte, dass sie die Schwangerschaft abbrach. »Carlos, ich werde das nicht tun«, sagte sie bestimmt. Er reagierte gereizt. »Du triffst die schlimmste Entscheidung, die du treffen kannst, Cecilia. Du wirst all deine Verträge und Laufstege verlieren.« Doch sie war fest entschlossen. »So ist es nicht. Auch mit einer Schwangerschaft kann ich arbeiten. Die Modewelt verändert sich. Es gibt Platz für Frauen jeden Typs.« Doch der Mann, von Gier getrieben, war nicht überzeugt und brummte, »Gut, mach, was du willst. Aber wenn wir die Verträge verlieren, wird es deine Schuld sein. Und wenn uns das in den Bankrott führt, lasse ich dich
Um ehrlich zu sein, will ich keine dicke und deformierte Frau an meiner Seite. Mit den Monaten wurde Carlos immer kälter und ungeduldiger. Cecilias Bauch wuchs und sie strahlte vor Glück mit jedem Bewegung des Babys. Aber für Carlos war das, was einst Stolz war, nun Verachtung. Er sah seine Frau nicht mehr als das Model mit den perfekten Kurven, sondern als jemanden, der in seiner egoistischen Sichtweise ihren eigenen Körper zerstörte. Während eines Abendessens konnte er seinen Groll nicht mehr verbergen und sagte: »Weißt du, Cecilia, ich verstehe wirklich nicht, warum du so glücklich über diese Schwangerschaft bist. Du wirfst alles weg, was gut war.« Sie versuchte, das Unbehagen zu verbergen, aber seine Worte trafen sie wie Messer. Dieses Mal, das ein schöner Moment hätte sein können, wurde bitter. Nach dem Abendessen zog sich Cecilia zurück und weinte allein, versuchte zu begreifen, wie der Mann, den sie so sehr liebte, sie mit solcher Kälte behandeln konnte. Und so vergingen die Tage, in denen sie versuchte, seine harten Worte zu ignorieren und sich auf das Kind zu konzentrieren, das sie erwartete. Bei allen Arztbesuchen war Cecilia allein. Carlos weigerte sich, sie zu begleiten, zeigte völliges Desinteresse. Bei einem der Besuche, im 4. Monat der Schwangerschaft, verriet der Arzt das Geschlecht des Babys. Es war ein Junge. Das Model ging strahlend hinaus, ihr Herz überfloss vor Freude. Sie konnte es kaum erwarten, es ihrem Mann zu erzählen. Doch als sie die Nachricht teilte, reagierte Carlos mit völliger Gleichgültigkeit. »Es ist ein Junge, Liebling. Unser Sohn wird ein Junge sein«, sagte sie mit einem Lächeln. Er hob nur die Augen, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen. »Mir ist es egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist«, antwortete der Mann ohne Emotion. »Das ändert für mich nichts.« Cecilias Herz zog sich zusammen. Die Kälte von Carlos ließ sie den Boden unter sich verlieren. Sie versuchte, die Tränen zurückzuhalten, doch als sie das Gesicht abwandte, bemerkte er es. »Hör auf, Drama zu machen, Cecilia. Es ist nur ein Kind. Hör auf, so zu tun, als wäre es eine große Veränderung«, sagte er, während er wieder auf sein Handy schaute. Mit den vergehenden Monaten blieb die Frau standhaft und ihre Liebe zu ihrem Kind wuchs jeden Tag, während Carlos immer mehr Distanz suchte. Im 8. Monat der Schwangerschaft begann er das Schlafzimmer zu meiden und entschied sich, im Wohnzimmer zu schlafen. Eines Tages, als sie ihn danach fragte, zeigte er Ungeduld. »Ich kann dich so nicht mehr anschauen«, gestand er kalt. »Es ist unerträglich daran zu denken, dass dein Körper nie wieder derselbe sein wird. Dieses Baby hat mir alles genommen, was ich hatte. Es hat mir deine Aufmerksamkeit und deine Liebe genommen. Und weißt du was? Ich werde dieses Kind nie lieben, weil es mir das genommen hat, was ich am meisten schätze.« Jedes Wort traf wie ein Messer. Trotzdem atmete Cecilia tief durch und legte ihre Hand auf ihren Bauch. Sie beschloss, dass sie sich nicht von Carlos' Verachtung davon abhalten lassen würde, Mutter zu werden und ihr Kind mit allem zu lieben, was sie hatte. Schließlich kam der große Tag. Die Wehen begannen und Cecilia war bereit, ins Krankenhaus zu fahren. Bevor sie ging, fragte sie Carlos in der Hoffnung, dass er mit ihr ins Krankenhaus kommen würde. »Carlos, kommst du mit mir?« Er drehte sich nicht einmal um sie anzusehen. »Ich? Auf keinen Fall. Es macht übrigens keinen Unterschied. Ich will dort keine Zeit verschwenden.« Die kalten Worte hallten in ihrem Kopf wieder. Doch Cecilia, entschlossen, ging alleine, bereit, die Geburt ohne ihn zu bewältigen. In ihrem Herzen hoffte sie, dass Carlos' Abwesenheit die Freude, ihr Kind in den Armen zu halten, nicht schmälern würde. Im Krankenhaus setzte die Geburt ein, doch der Prozess schien sich zu ziehen. Die Stunden vergingen und das Baby wollte nicht kommen. Sie fühlte sich erschöpft, dehydriert und begann sich um das Wohl ihres Babys zu sorgen. Mit schwacher Stimme bat sie die Krankenschwester: »Bitte, ich möchte einen Kaiserschnitt. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich brauche, dass mein Kind gesund zur Welt kommt.« Die Krankenschwester, verständnisvoll, ging, um den zuständigen Arzt zu rufen, doch als sie das Nachbarzimmer erreichte, fand sie den Arzt krank und unfähig, die Operation durchzuführen. Schnell wurde er durch einen jungen Arzt ersetzt, der gerade erst frisch von der Universität kam und wenig Erfahrung hatte. Cecilia verspürte ein Gefühl der Beklemmung, als sie von der Änderung hörte, aber ohne eine andere Wahl stimmte sie zu, mit dem neuen Arzt fortzufahren.
Sie wollte einfach nur, dass die Geburt schnell und sicher verlief. Die Operation begann, doch der unerfahrene Arzt, nervös, machte einen viel größeren Schnitt als nötig, wodurch das Gewebe an ihrem Bauch beschädigt wurde und eine Narbe hinterließ, die schwer zu reparieren war. Während des gesamten Prozesses kämpfte sie darum, bewusst zu bleiben. Das Einzige, was sie wollte, war ihr Baby zu sehen. 3 Tage nach der Geburt kehrte Cecilia endlich nach Hause zurück, das Baby in ihren Armen. Als sie das Haus betrat, wartete Carlos, sah aber nicht einmal das Baby an. Er ignorierte das Kind völlig, und als sie sich hinlegten, unterbrach er den Moment der Ruhe mit einer Forderung: »Ich will deinen Bauch sehen.« Cecilia, noch in der Erholung, antwortete erschöpft: »Carlos, ich habe gerade ein Kind bekommen, das ist jetzt nicht wichtig.« Doch er insistierte ungeduldig: »Zeig es mir sofort, Cecilia.« Ohne Energie weiter zu diskutieren, hob sie langsam das Hemd, um die noch frische und geschwollene Narbe zu zeigen. Als er den Schnitt sah, riss er die Augen auf, als würde er etwas Schreckliches sehen, und trat zurück mit einem Ausdruck des Abscheus. »Was ist das? Was für ein Horror ist das?« schrie er voller Abscheu. Cecilia hielt die Tränen zurück. Sie versuchte sich zu fassen, aber der Schock seiner Reaktion war schmerzhafter als die Narbe selbst. Noch immer in der Erholung von der Kaiserschnitt-OP litt sie unter konstanten Schmerzen, aber nichts hatte sie auf die schmerzhaften Worte von Carlos vorbereitet, als er mit Verachtung auf ihren Körper reagierte. Er warf ihr einen kalten, sarkastischen Blick zu. »Selbst wenn du neu geboren werden würdest, könntest du deinen alten Körper nie wieder zurückbekommen, Cecilia. Schau nur, was diese Schwangerschaft mit dir gemacht hat.« Diese Worte trafen sie tief, und zum ersten Mal verspürte sie den Wunsch, sich zu trennen. Am selben Tag später kam ihre Mutter, Dona Joana, um ihr zu helfen. Entschlossen und großzügig war Dona Joana eine einfache Frau, aber voller Mut. Sie lebte mit ihrem Ehemann, Osmar, in einer kleinen Stadt in der Nähe. Sie kam mit offenen Armen und Herzen bereit, ihrer Tochter und dem Enkel die Liebe und Unterstützung zu geben, die sie verdienten. »Cecilia, dein Vater konnte jetzt nicht kommen. Er ist völlig überarbeitet, aber er kann es kaum erwarten, seinen Enkel zu sehen«, sagte Joana und küsste die Stirn ihrer Tochter. »Aber bald wird er hier bei uns sein.« Sobald sie eintrat, bemerkte Dona Joana etwas Seltsames. Das Gesicht ihrer Tochter, das früher strahlend war nun erschöpft, und ihre Augen zeigten eine Traurigkeit, die sie nicht verbergen konnte. »Tochter, was ist los? Du siehst nicht gut aus«, fragte Joana besorgt. Cecilia konnte den Schmerz nicht mehr zurückhalten. Sie brach in Stille zusammen und offenbarte zwischen Schluchzen alles, was sie während der Schwangerschaft durchgemacht hatte. Joana war erschüttert und fühlte sich mit einem schmerzhaften Herzen. »Meine Tochter, warum hast du mich nicht früher gerufen? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich sofort gekommen.« Sie umarmte ihre Tochter und streichelte ihr Haar, während Cecilia weinte und das Gefühl der Geborgenheit spürte, das sie so sehr brauchte. Entrüstet sagte Joana mit Nachdruck: »Cecilia, dieser Mann ist ein Monster. Niemand hat das Recht, dich so zu behandeln. Er wird für alles bezahlen. Meine Tochter, ich bin hier, um dir zu helfen, ein Ende dieser Situation zu setzen.« Dona Joana riet ihrer Tochter, ernsthaft über eine Scheidung nachzudenken. Trotz der Narben und der grausamen Worte, die er hinterlassen hatte, war Cecilia immer noch eine starke und wunderschöne Frau, die eine neue Chance auf Glück verdiente. »Du bist nicht allein, Tochter. Dein Vater und ich sind hier, um dich zu unterstützen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich zu stärken, aber denk daran: Es ist besser, diesen Schmerz jetzt zu durchstehen, als dein Leben mit einem Mann zu verbringen, der dich nicht liebt.« Cecilia nahm die Worte ihrer Mutter aufmerksam auf. Joana schlug vor, dass sie auf das Ende des Wochenbetts warten sollte, um eine Entscheidung mit klaren Gedanken zu treffen. In den folgenden Tagen blieb Carlos abwesend und gleichgültig, zeigte immer mehr Verachtung und vermied es sogar, den gleichen Raum wie das Baby zu betreten. Mit der Gewissheit, dass sie ihr Leben neu aufbauen musste, fasste Cecilia den Mut, ihm zu konfrontieren. Als sie ihren Mann zu einem Gespräch rief, fühlte sie eine Mischung aus Besorgnis und Erleichterung. Sie wusste, dass sie einen wichtigen Schritt machte,
Und so schwer es auch war, sie befreite sich endlich. »Carlos, unsere Situation macht keinen Sinn mehr. Wir sind schon lange kein Paar mehr und ich werde nicht mehr so leben«, erklärte sie fest. Carlos zeigte jedoch keine Überraschung. Er hörte ihr zu, ohne eine Regung zu zeigen, als hätte er eine Antwort schon vorbereitet. »Um ehrlich zu sein, Cecilia, habe ich schon lange darüber nachgedacht«, sagte er mit schneidender Kälte. »Ich liebe dich nicht mehr, und wenn du es wissen willst, das Interesse habe ich schon weit vor dieser Schwangerschaft verloren.« Seine Worte waren ein vernichtender Schlag, aber das Schlimmste sollte noch kommen. Carlos versuchte, die Situation zu manipulieren und verlangte, den größten Teil des Vermögens zu behalten. »Wenn du gehen willst, geh, aber vergiss nicht, dass ich immer alles verwaltet habe. Du hast keine Erfahrung damit umzugehen, besonders nicht mit einem Baby zu versorgen«, schoss er grausam. Erschüttert und versuchend, diesen massiven Verrat zu verarbeiten, fand Cecilia Trost in den Armen ihrer Mutter, die sie zärtlich aufnahm. »Du wirst dich nicht für Geld demütigen, Cecilia. Wir gehen nach Hause, wo du all die Liebe und Unterstützung bekommst, die du verdienst.« Nach dem Umzug ins Elternhaus machte Cecilia eine weitere schmerzliche Entdeckung. Sie erfuhr, dass Carlos während der gesamten Schwangerschaft Affären mit anderen Frauen hatte. Der Betrug zusammen mit der Kälte, mit der er sie behandelte, ließ sie alles in Frage stellen, was sie an seiner Seite erlebt hatte. Verloren fragte sie sich, wie ihr Leben zu diesem Punkt gekommen war. Inmitten von Schmerz und Enttäuschung entwickelte sich jedoch eine neue Erkenntnis. Das Problem war nie ihr Körper, ihre Schwangerschaft oder ihr Aussehen gewesen. Cecilia erkannte, dass Carlos sie niemals so geliebt hatte, wie sie es verdiente, und so schmerzhaft es auch war, die Schuld lag nicht bei ihr. Sie begriff, dass sie, trotz des Verlustes materiellen Besitzes und der Illusion einer perfekten Leben, etwas viel Wertvolleres gewonnen hatte: die Freiheit, neu anzufangen. Sie fühlte Wut, Traurigkeit und Erleichterung, aber vor allem begann sie, sich selbst und ihrem Kind Liebe zu geben. Mit der bedingungslosen Unterstützung ihrer Eltern begann Cecilia einen Transformationsprozess. Sie holte ihr Selbstvertrauen zurück, kümmerte sich um ihr emotionales und körperliches Wohl. Nach und nach erlangte sie ihr Selbstwertgefühl zurück, entdeckte ihre Stärke und öffnete Türen für neue Möglichkeiten. Dona Joana und Osma, stolz auf sie, unterstützten jeden ihrer Schritte. Jetzt, sicher in sich selbst, fand Cecilia zu ihrem Wesen zurück und begann ein neues Kapitel. Entschlossen, Gerechtigkeit zu erlangen, suchte sie Rat zu ihren Rechten und entschloss sich, für sie zu kämpfen. Mit einem guten Anwalt an ihrer Seite trat sie gegen Carlos und das System an, das versuchte, sie als Frau und Mutter zu vermindern. Mit Ausdauer gelang es ihr, viele Klauseln der Scheidung zu ändern und einen Teil des Vermögens zurückzuerlangen. Doch wichtiger als das war, dass sie ihr Selbstwertgefühl zurückgewann und die Stärke entdeckte, die immer in ihr war. Jetzt kümmerte sie sich um sich selbst, nicht um jemanden zu gefallen, sondern aus Freude und für ihr eigenes Glück. Sie nahm Aktivitäten wieder auf, die sie immer geliebt hatte, und widmete sich endlich Zeit für sich selbst. Sie stellte sich ihren Unsicherheiten und entschied sich sogar für ästhetische Eingriffe, um die Narbe zu behandeln, die sie so sehr störte. Ihre Mutter war die ganze Zeit an ihrer Seite, und Cecilia merkte, dass sie von Tag zu Tag schöner wurde, sowohl innerlich als auch äußerlich. An einem sonnigen Tag, während sie Kaffee trank, klingelte ihr Telefon. Es war die Modelagentur, für die sie gearbeitet hatte. Sie luden sie ein, das Highlight einer großen Veranstaltung zu sein und die Hauptstücke einer neuen Kollektion zu modeln. Cecilia zögerte einen Moment, aber sie stimmte zu. Sie bereitete sich mit Hingabe vor, und am Tag der Modenschau, als sie sich im Spiegel ansah, erkannte sie sich kaum wieder. Das Seidenkleid betonte ihre Kurven mit Eleganz und ließ sie sich mächtiger denn je fühlen. Sie war atemberaubend, selbstbewusster als je zuvor. Das vollbesetzte Auditorium pulsierte vor Energie. Fotografen, einflussreiche Gäste und Journalisten füllten jeden Platz. Die große Überraschung kam, als sie einen Namen auf der Gästeliste entdeckte: Carlos.
Er war von einem gemeinsamen Freund eingeladen worden und hatte nicht die geringste Ahnung, dass Cecilia der Star des Abends war. Seit der Trennung hatte er sich von allem, was mit ihr zu tun hatte, distanziert. Jetzt war er ironischerweise dabei, die Wiedergeburt jener Frau zu erleben, die er einst verachtet hatte. Als die Modenschau begann, spürte Cecilia eine vertraute Nervosität. Aber als sie den Laufsteg betrat, veränderte sich etwas in ihr. Mit jedem Schritt fühlte sie sich stärker, vollständiger. Die Scheinwerfer betonten ihre Haut, ihre Augen strahlten mit einer Selbstsicherheit, die sie vorher nicht gekannt hatte. Sie war nicht da, um Anerkennung zu suchen oder Erwartungen zu erfüllen. Sie war da, um zu glänzen, und sie glänzte. In der ersten Reihe beobachtete Carlos sie gelähmt. Er hatte immer von ihrem Talent als Model gewusst, aber was er jetzt sah, war viel mehr als nur Schönheit. Cecilia strahlte Vertrauen und Freiheit aus, und er, ungläubig, erkannte, dass sie die Frau geworden war, die er nie wertgeschätzt hatte. Ihr Körper, nun reifer und selbstbewusster, strahlte eine Kraft aus, die er in seiner Arroganz nie erkannt hatte. Der Anblick von Cecilia, selbstsicher und stark, traf ihn wie ein unerwarteter Schlag. Als die Modenschau ihren Höhepunkt erreichte, tauchte der Saal in eine Stille voller Erwartung. Dann trafen sich ihre Blicke. Cecilia sah ihn mit Gelassenheit und Entschlossenheit an, während Carlos, von Reue erfüllt, kaum in der Lage war, den Blick zu halten. Ein einziger Satz hallte in seinem Kopf wieder: Was für eine unglaubliche Frau habe ich entkommen lassen. Doch in ihrem Herzen war nur Dankbarkeit, sich befreit zu haben. Danke für diese Befreiung. Ich hatte keine Ahnung, welche Stärke in mir steckt. Am Ende der Modenschau, unfähig sich zu beherrschen, kam Carlos näher. Er versuchte bereuigter zu wirken, seine Augen suchten sie mit einem zitternden Glanz. Cecilia, ich war ein Idiot. Ich war blind und dumm. Jetzt merke ich erst, wie besonders du immer warst. Können wir nicht einen Neuanfang wagen? Ich habe mich geändert. Die Zeit hat mir beigebracht, was wirklich zählt. Doch Cecilia blieb standhaft. Carlos, lange habe ich versucht, dir zu beweisen, dass ich mehr verdiene, aber jetzt weiß ich, wer ich bin, und ich brauche deine Bestätigung nicht. Sie hob das Kinn mit einem leichten Lächeln. Ich bin die Frau, die ich immer sein wollte, und du bist Teil einer Vergangenheit, die ich hinter mir lassen musste. Für dich ist kein Platz mehr in meiner Geschichte. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich um und ging weiter. Sie trat auf die Bühne und nahm das Mikrofon. Ihre Stimme hallte durch den Saal, fest und einnehmend. Seid keine Gefangenen der Vergangenheit. Werdet die Frau, die gelernt hat, sich selbst zu lieben. Stellt euch an erste Stelle. Sucht euer Glück, ohne die Zustimmung von jemandem zu brauchen. Das ist das größte Geschenk, das ihr euch selbst machen könnt. Und unter einer Explosion von Applaus beendete Cecilia ihre Rede mit einem strahlenden Lächeln. Sie war endlich mit sich selbst im Frieden. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, wird dich das nächste Video, das auf deinem Bildschirm erscheint, ebenfalls zu Tränen rühren. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.